Heute lade ich euch ein, mit uns nach Griechenland zu kommen. Das schönste warme Land, das ich je mit dem Motorrad bereist habe. Zunächst erwartet uns im Norden des Landes eine raue und einsame Bergwelt, wie man sie aus den Tiefen des Balkans kennt. Die Offroad-Strecken hier verlangen Mensch und Maschine alles ab. Zwischen spektakulären Landschaften tauchen immer wieder Sehenswürdigkeiten aus Antike und Mittelalter auf. Im Süden befahren wir dann die längste und genialste Offroad-Strecke meiner gesamten Motorradkarriere. 3 Tage verbringen wir auf der Halbinsel Peloponnes, die an landschaftlicher Schönheit nicht mehr zu übertreffen ist. Mediterrane Bergwelten, Wildcampplätze und Offroad-Strecken wie aus dem Bilderbuch machen diesen Urlaub zu einem absoluten Highlight. Und wer diese geniale Tour nachfahren möchte, der braucht wie immer nichts weiter zu tun, als sich die GPX-Daten aus der Videobeschreibung zu holen, ins Navi zu laden und loszufahren. So, und jetzt geht's los mit unserem Abenteuer Griechenland On- und Offroad. So Leute, erste Tour im Jahr 2023 steht an. Wir haben es Mitte Mai, 16 Uhr, kurz nach Feierabend geht's wie immer los. Wir düsen jetzt mal bis Höhe Gardasee. Werden da dann heute übernachten und morgen geht es dann weiter auf die Fähre nach Griechenland. Ich bin heute nicht allein unterwegs, sondern der Kollege Tobi ist mit dabei. Hat auch eine V-Strom, 2021er Modell, ist die 1050er. Ich wie immer mit der 1000er V-Strom von 2016. Also jetzt schießen wir los, 400 Kilometer bis Sonnenuntergang müssen wir da sein. Ab geht's! Dick eingepackt heizen wir über den Brenner, wo es die Nacht zuvor noch geschneit hat. Bei einstelligen Temperaturen und bester Laune kommen wir in Italien raus. In der wunderschönen Gegend rund um den Gardasee biegen wir in der Ortschaft Ala links ab und machen uns auf die Suche nach einem Schlafplatz. Und tatsächlich, nur ein Katzensprung entfernt vom Gardasee finden wir ein richtig verlassenes Plateau, das geeignet scheint. Wir sind hier ungefähr 2 Kilometer Luftlinie vom Gardasee entfernt. Haben hier ein geiles Seitental gefunden. Sind da so direkt an dem Fluss und da schlagen wir jetzt unser Lager auf. Richtig schön verlassen hier, geiler Wildcampplatz. Ja, so geht der Urlaub schon mal gut los. Tobi ist schon am Zelt aufbauen. Also, cheers auf die erste geile Nacht hier. Wird langsam, Brennholz, alles schon da gelegen, Feuerstelle auch schon parat gewesen. Mega cooler Platz hier. Italienisches Menü, Käse, Macaroni und Birra Moretti. Nach einem lustigen ersten gemeinsamen Abend weckt uns hier am frühen Morgen die Sonne. Den Spuren nach zu urteilen, waren wir hier bei weitem nicht die ersten Wildcamper. Das Plateau ist aber auch mehr als geeignet für eine Übernachtung. Wir verlassen den Platz natürlich absolut sauber und machen ein Lagerfeuer auch nur dann, wenn es die Vegetation zulässt. So, die Sachen sind gepackt. 400 Kilometer bis nach Ancona zur Fähre. 13 Uhr ist Abfahrt. Also Gas geben. Auf geht's. Nach diesem geilen Campingspot geht es voller Vorfreude weiter 400 Kilometer bis zum Fernhafen nach Ancona. Bei bestem italienischen Frühlingswetter brettern wir die bolzengeradene Po-Ebene hinunter, bis sich die Adria am Horizont zeigt. Jo, wir haben es geschafft. Pünktlich am Hafen angekommen. Wir genießen jetzt hier die Sonne, trinken schon mal das erste Bier und dann geht's bald ab nach Griechenland. Schon kurze Zeit später kommt unsere Superfast Ferry von der Reederei Anne Klein am Hafen an. Kurz mit ein paar anderen Bikern die Motorräder abgestellt, geht es hier auch schon gleich los aufs Meer hinaus. Für etwas mehr als 300 € nimmt ein dieses Schiff mit nach Griechenland. Die Überfahrt dauert 16 Stunden. Nach einer ordentlichen Party am Oberdeck fallen wir müde in die Kabine. So, guten Morgen. Wir haben hier schon mal Kaffee organisiert. Da ist Albanien und so in 2-3 Stunden müssen wir in Griechenland ankommen. Wir haben gestern eine ziemlich üble Party gefeiert. Bis um 1
1. Jetzt ist 9 rum. Bisschen die Stimme verloren, aber wird hoffentlich bald wiederkommen. Mit bester Aussicht auf die albanischen Alpen kommen wir unserem Ziel Igoumenitsa immer näher. So, Griechenland ist in Sicht. Gleich geht's los. Ich freue mich auf die Tour. Und dann ist es endlich soweit. Unsere Fahrstrums berühren zum ersten Mal griechischen Boden. Was für ein Glücksgefühl, nach dem kalten und verregneten Frühling in Deutschland hier mit der warmen griechischen Sonne im Nacken eine Kurve nach der anderen durchzuschwingen. Unsere Route startet spektakulär im Pindosgebirge im Hinterland von Igoumenitsa. Also die ersten paar Kilometer sind ja schon mal richtig vielversprechend. Von der Fähre runter. Geil warm, geile Landschaft, alles richtig saftig grün, alles blüht. Wir sind jetzt hier schon mitten in den Bergen. Hier ist schon richtiges Niemandsland. Springen bloß ein paar Viecher rum. Richtig, richtig schön. Also, die Tour kann nur geil werden. Das war jetzt für die ersten 50 Kilometer schon total begeistert. Die Videos sind übrigens farblich nicht nachbearbeitet. Dieses krasse, saftige Grün der Vegetation hat mich hier schon von Anfang an richtig von den Socken gehauen. Und zwischendrin kommt immer wieder Weideviecher auf die Straße. Das schafft eine Idylle, die man sonst selten erlebt. Ja, Griechenland empfängt uns hier schon richtig friedlich. Vor allem hat es mich gefreut, dass die Schäferhunde hier eine ganze Ecke kleiner sind und weniger angriffslustig als letztes Jahr in Rumänien. So, dann sind wir am ersten Highlight angekommen, der Vikos-Schlucht. Angeblich die tiefste Schlucht der Welt. Wir laufen jetzt hier zu so einem Viewpoint. So, nett angelegter Wanderweg. Und da vorne kommt dann die Schlucht. Oh, was für ein krasser Canyon. Hat mich jetzt positiv überrascht. Die schaut mal richtig spektakulär aus. Also Vikos Schlucht, Oxia Viewpoint, unbedingt herkommen. Ich stehe hier gerade auf so einem Felsen. Ich muss bloß mal kurz gucken, dass ich nicht runterfalle. Ich stehe hier gerade auf so einem Felsen direkt am Abgrund. Da geht es 1000 Meter runter. Boah, krasse Schlucht, ey. 1 mit Stern, die gefällt mir. Ich bin gerade gestanden auf dem Stein. Boah. Boah. Nix für Leute mit Höhenangst. Zack, raus. So, Moment. Boah. Krasse, krasse Schlucht. Brutal. Was für eine krasse Schlucht, ey. Ich muss schon sagen, die Vikos-Schlucht vom Oxia Viewpoint aus hat mich wirklich überrascht. Nicht nur, dass die Schlucht viel spektakulärer aussah und wirkte, als man es von Fotos her gedacht hätte, sondern es war auch nicht der übliche Touristenauflauf hier geboten. So konnte man auf dem niedlich angelegten Wanderweg fast komplett alleine die tatsächlich tiefste Schlucht der Welt bestaunen. Wobei man natürlich im Kleingedruckten nachlesen kann, dass dieser Rekord nur im Verhältnis zur Breite gilt. In Zahlen heißt das, die Schlucht ist 900 Meter tief und die Ränder nur 1100 Meter voneinander entfernt. Wir finden, die 4,9 von 5 Punkten auf Google Maps sind hier absolut gerechtfertigt. Eine wirklich hammermäßige Sehenswürdigkeit. Auch die Auf- und Abfahrt zum 1300 Meter hoch gelegenen Viewpoint ist landschaftlich ein absolutes Highlight. In der niedlichen Ortschaft Konitsa kommen wir am Fluss Aos raus. Es ist tatsächlich einer der letzten naturbelassenen großen Flüsse in Europa und steht komplett unter Naturschutz. Verdammt hohe Brücke. Hier hinten kommt voll der Wasserfall raus.
Wir müssen jetzt hier tanken und Vorräte auffüllen. So, letzte Tankstelle vor der Offroad-Passage. Wir haben Proviant und Benzin aufgefüllt. Proviant hauptsächlich Bier. Und der hat uns hier noch ein Zipporo abgefüllt in einer Wasserflasche. Irgend so ein Schnaps. Riecht, als könnte man den auch ins Motorrad tun. What's the name of this? Zipporo. Zipporo. Yeah. Ja, Tankstellen-Schnaps. Die letzte Tankmöglichkeit hier war für uns strategisch wichtig, da wir in ein 50 Kilometer entferntes Offroad-Stück einsteigen wollen und auf dem weiteren Weg keine mehr kommt. Doch da die geplante Offroad-Strecke auf über 2300 Meter hochführen würde, war für mich eigentlich von vornherein schon klar, dass sie zu 70% nicht funktionieren wird. Denn der Winter ist hier auch noch nicht allzu lang her und im Pindosgebirge hat es auch hier reichlich Schnee. Den Versuch wollen wir dennoch wagen, denn schon allein die Anfahrt hier im absolut verlassenen griechisch-albanischen Grenzgebiet ist der absolute Oberhammer. Wir haben es bereits spät am Abend und der Plan war, Offroad noch auf über 2000 Meter hochzuschrauben und dort einen Wildcampplatz zu suchen. In dieser endlos einsamen Gegend gibt es übrigens die größte Braunbärendichte von ganz Europa. Am Ende der Teerstraße kommt das einzigste Dorf im weiten Umkreis, Aetominica. Hier biegen wir rechts auf einen Offroad-Track ein. So Leute, es ist soweit. Erste Offroad-Strecke in Griechenland. Tag bisher war mega geil. Also auch die Teerfahrten heute richtig schön. Muss ich ja sagen, am ersten Tag, die Tour hat richtiges Potenzial. Wir sind jetzt hier auf ungefähr 1,5. Da hinten ist noch so ein kleines Kaff. Ich hoffe, wir kommen schneefrei durch, dass der Weg frei ist. Wir haben es auch schon kurz vor 8 Uhr. Die Sonne geht schon langsam unter. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch es war schon tollkühn zu glauben, dass man in Griechenland Mitte Mai schon auf über 2000 Meter Offroad fahren kann. Doch unsere Probleme fingen schon viel niedriger an. Winterschäden vom gerade erst geschmolzenen Schnee sind hier noch überhaupt nicht repariert. So haben wir schon von Anfang an mit tiefen Spurrillen zu kämpfen. Wie wir auch einen Tag später noch erfahren, liegt hier teilweise Schnee noch bis auf 1800 Meter runter. Alter Verwalter, der Weg ist richtig schlecht. Hier Spuren ohne Ende, richtig steil. Wir kommen echt kaum durch mit den Fahrstroms. Wir haben so einen Stollenreifen drauf, Gott sei Dank. Übel. Ja, so schaut der Weg aus. Da darf man nicht reinrutschen. Hey. Was auf dem Video auch mal wieder überhaupt nicht rüberkommt, ist, wie verdammt steil die Wege hier noch zusätzlich sind. Meine bisher befahrenen Offroad-Passagen waren nicht annähernd so steil wie die in Griechenland. Die Straßenbauer hier sind echt lebensmüde. Und so kommen Kehre um Kehre unsere voll bepackten Fahrstroms immer mehr an die Grenze. Oh, dieser Scheißweg. Wir sind jetzt auf 1800. Spuren kaum passierbar. Ey. Da oben ist die Straße komplett weg. Fuck. Ja, da zeigt uns Griechenland seine harte Seite. Weil da oben wird der Weg wahrscheinlich noch schlechter. Wir hätten ja noch 400 Höhenmeter vor uns. Aber wenn wir jetzt die schwierigen Passagen uns da durchquälen, was ja auf jeden Fall möglich wäre, weiß ich nicht, ob dann weiter oben noch ein Schnee fällt oder irgendwas kommt, wo es dann wirklich nicht mehr geht. Und dann müssen wir die ganze Scheiße im Rückweg nochmal machen. Außerdem sind hier riesen Tatzenabdrücke überall. Also entweder von verdammt große Hunde oder doch Bären. Die Gegend hier hat die höchste Bärendichte in Europa. Lassen wir jetzt lieber die Vernunft ziehen, drehen die Kisten um. Wir werden jetzt wieder abfahren und weiter unten ein geeignetes Plätzchen zum Schlafen suchen. Jetzt 1, 2, 3. Oh. Ja, die Entscheidung zum Umkehren kam keine Minute zu früh. Ich habe mein Motorrad schon in einer Spurrinne komplett festgefahren. Zwischen Reifen und Schutzblech klemmte so viel Schlamm, dass dieser komplett blockierte. Jetzt ist er da oben.
Warte mal, nochmal versetzen. Erst nach dem Herabnehmen der Hälfte meines Gepäcks haben wir beiden gestandenen Mannsbilder es geschafft, mein Motorrad zu befreien und die Abfahrt anzutreten. Ja, die Aussichten hier am Anfang der Strecke hätten echt viel versprochen und ich denke, ich werde sicher mal wiederkommen, dann später im Jahr und es nochmal probieren. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Aber Anfang Mai im Norden Griechenland, Offroad auf über 2000 Meter, definitiv nicht möglich mit schweren Maschinen. Aber wir nehmen es mit Humor und fahren wieder ab zu einem Wildcampplatz, den wir schon am frühen Abend als Plan B ausgemacht hatten. So 9:30, stockfinster, aber wir haben jetzt ein richtig geiles Plätzchen gefunden. Paradies ohne Ende. Die alte Brücke und ein Fluss und ein schönes Plateau. Holz ist da, wir können Feuer machen. Die Action heute war schon wieder zu hart. Also der Tag heute eine 1 mit Sternen. Leider hat die Offroad-Strecke nicht geklappt. Gibt einen kleinen Punktabzug, macht aber nichts. Der war sowas von cool. Also mich hat Griechenland jetzt schon überzeugt. Ein affengeiles Land, hey. Aber ich glaube, die Offroad-Strecken hier, die werden uns einiges abverlangen. Der Winter ist halt einfach noch nicht lange her, ja. Und die Winterschäden, die Spurrennen, da ist noch nichts repariert. Schauen wir mal, wie die anderen Abschnitte dann werden. Aber der heute war unfahrbar. Keine Chance. Also wirklich keine Chance mit so einer schweren Maschine. Auf jeden Fall, jetzt lassen wir den Tag mal richtig schön ausklingen mit einem geilen Abend. Jo, cheers! So, jetzt zwischen die Mopeds bauen wir jetzt die Zelte auf. Direkt am Bärenfutterplatz. Hier ist so ein bisschen Knochenzeug. Eine wilde Gegend, ey. Kann man gar nicht meinen in Griechenland. Mein Knochen sauber abgenagt. So sieht der Abend aus. Bei mir gibt's Käse, Macaroni. Kleines Feuerchen haben wir schon gemacht. Tobi, was gibt's bei dir? Käsespätzle. Zweite Ladung. Die erste liegt irgendwo da hinten am Boden. Ja, übrigens, ich habe hier vorgesorgt, wegen den vielen Bären hier in der Gegend. Ich zeige euch mal mein Arsenal. Also hier habe ich Bärenspray, halbe Liter Dose. Geht's knapp 10 Meter Entfernung, 10 Sekunden lang, Breitstrahl. Soll ziemlich wirksam sein, auch gegen Bären. Meine Axt, die habe ich immer dabei, für den absoluten Notfall. Und jetzt kommt's. Knaller. In der Hoffnung, dass so ein Knall den Bär erschreckt. Und natürlich eine starke Lampe mit Stroboskop. Da kann man die Tiere erstmal blind machen. Ja, wir haben jetzt kurz nach Mitternacht. Wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Runde wie rote, da kommen wir ziemlich genau raus. Meteora. Ja. So, guten Morgen aus dem wunderschönen Griechenland. Es ist auch noch ziemlich frisch hier, aber die Sonne kommt gleich raus. Kaffee haben wir schon gemacht. So lässt sich's aushalten. Also Griechenland, die Bergwelt hier, Wahnsinn. So stellt man sich's gar nicht vor, wenn man Griechenland hört. Da denkt man mal an Strand und Sonne und Meer. Aber das Hinterland hier, eine unberührte Bergwelt, alles ist grün, alles blüht. Also hier im Mai Griechenland, absolute Extraklasse. Ey Tobi, was gibt's zum Frühstück? Weißwurst. Lecker. Geil. Ja, das war schon ein genialer Schlafplatz. Doch ich muss sagen, das Pindosgebirge hat mich wirklich überrascht. Im Süden von Europa hätte ich ein ganz anderes Landschaftsbild und Klima erwartet. Aber Griechenland zeigt sich hier einsam, rau, wild und wunderschön. Eigentlich genau das Richtige für Alpen- und Skandinavien-Fans wie mich. Nachdem die Morgensonne dafür gesorgt hat, dass wir Jacken und Mützen ablegen konnten, packen wir unser Zeug zusammen und schwingen uns wieder auf die Bikes.
Auch hier nochmal der Hinweis, Lagerfeuer geht natürlich nur, wenn es Wetter und Vegetation zulässt. So, der zweite Tag auf Griechenland startet wieder mit einer genialen Route. Auf der Hauptstraße 20 schlängeln wir uns durch einen spektakulären Canyon. Ein paar Kilometer später verlassen wir die Hauptstraße und biegen ab auf schöne schmale Teerstraßen, wo eine Kurve die nächste jagt. Wie schon am Vortag beschränkt sich auch hier die Zivilisation auf ein paar Ziegenhirten und deren Viech. Um nach der langen Winterpause wieder richtig reinzukommen ins Offroad-Fahren, probieren wir hier noch eine kurze Action-Passage. Und die hatte es zum Üben echt in sich. Auf dem gut 5 Kilometer langen Abschnitt war von jedem Untergrund etwas dabei. Und so konnten wir die voll beladenen Fahrstrums mit der neuen Bereifung etwas ausprobieren. Ja, das Motorrad und die Bereifung waren schon sehr gut, doch auf dem Weg zu dem Flussbett hier bestand der Untergrund aus knietiefem Schlamm und als ich anhalten wollte, sank mein Fuß einfach so nach unten weg. Was ist los? Ja, ich war kurz hingelegt. Die Offroad-Strecken hier in Griechenland. Bin ein bisschen weggesoffen. Fuß hat keinen Halt mehr gefunden. Aber hab sie sanft abgelegt, dürfte nichts passiert sein. Schau mal, das ist Treibsand, drum hab ich ihn nicht halten können, die Karre. Okay. Also, geht doch. So was nenne ich mal eine geile Action, ey. Die Flussdurchfahrt, die erste in Griechenland. Mega witzig. Zu zweit ist einfach cool, wenn man sich dann halt doch gegenseitig aus der Patsche helfen kann. Der Reifen übrigens, Michelin Anarchy Wild, bis jetzt astrein auf Asphalt und im Matsch richtig gut. Ich habe euch die kleine Offroad-Strecke natürlich in meinem GPX-Track mit reingepackt. Wie gesagt, sie ist nicht lang, aber voller Action. Jetzt war Offroad an meinem Geschmack. So, und jetzt Achtung, Kulturschock. Nachdem wir die letzten 1,5 Tage kaum Menschen gesehen haben, kommen wir hier am Schloss Neuschwanstein von Griechenland raus. Wunderschön, aber absolut überlaufen. Dennoch gehören die Meteora-Klöster natürlich ins Pflichtprogramm für jeden Griechenlandreisenden. Seit dem 12. Jahrhundert wurden hier 24 Klöster auf bis zu 500 Meter hohen Sandsteinfelsen gebaut. 6 der Anlagen kann man heute noch besichtigen. Doch das sparen wir uns lieber, da die Reisebusse schon Schlange stehen und wir noch viel auf dem Programm haben heute. Aber trotz Tourimassen muss ich sagen, die Gegend hier war schon sagenhaft und es ist von mir natürlich eine klare Empfehlung, hier einmal herzukommen. Unser Bikeherz schlägt dennoch höher, als wir nach ein paar Kilometer Hauptstraße wieder auf einsamen, turboschmalen, verlassenen Wegen rauskommen. So, die Klöster von Meteora haben wir hinter uns. Richtig geile Gegend mit den glatt geschliffenen Bergen da. Aber viel los, also im Gegensatz zur Vikos-Schlucht, da waren wir echt alleine fast. Meteora, Reisebusse ohne Ende. Haben jetzt ein paar Fotos gemacht, schnell was gegessen und sind jetzt wieder in die Pampa gefahren. Jetzt sind wir wieder auf Straßen, wo außer uns keiner fährt. Wir haben jetzt 2 so kleine Pässe vor uns. Es hat gerade leicht angefangen zu nieseln. Wir ziehen hier gerade die Regensachen an. Hat so 15 Grad. Und wir fahren jetzt hoch dann bis auf 1,9. So, Achtung, jetzt folgt mein straßentechnisches Highlight von Griechenland, der Baros-Pass, der höchste asphaltierte Pass des Landes. Was für eine krasse Stimmung hier. Wir sind jetzt auf 1700 Meter auf so einem Pass. Wir haben es bloß nur 13 Grad.
Es windet, nieselt leicht und irgendwie von der ganzen Kulisse hier würde man nicht denken, dass man gerade in Griechenland ist, aber schaut richtig cool aus. Vor dem eigentlichen Barospass ist dieser 1700 Meter hohe Sattel, der einen unaussprechlichen Namen trägt. Von hier geht es nochmal ein paar Kilometer bergab und dann auf den eigentlichen Pass auf 1900 Meter hoch. Und von den vielen, vielen Pässen, die ich in meinem Motorradleben schon gefahren bin, zählt der Barospass definitiv zu den Top 5. Der höchste Gipfel hier im Pindusgebirge ist übrigens knapp über 2600 Meter hoch. Und obwohl dieses Gebirge deutlich südlicher liegt als die Alpen, sind sie vom Klima und der Vegetation schon miteinander vergleichbar. Der absolute Hammer, Baumgrenze schon knapp über 1500 Meter, Schnee bis auf die Hälfte der Fahrbahn ab 1700 Meter und wir hatten tatsächlich Glück hier Mitte Mai, dass der Pass überhaupt offen war. Leute, das ist komplett verrückt. Wir haben es den 20. Mai, bin ich auf dem Barospass, hier oben flackt noch Schnee. Gerade Dusel, dass der Pass überhaupt befahrbar ist, ey. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Hier noch so viel Schnee liegt, ey. Auf 1700 Meter. Aber hier schaut's aus, das ist sowas von krank. Überall noch die Steine runtergerutscht vom Winter. Hinten der Tobi. Alter, wie das hier ausschaut. Was für eine krasse Landschaft. Jo, Passway, Barospass, höchster asphaltierter Punkt von Griechenland. Affengeil. Hey, hier schaut's aus. Ja, der 1900 Meter hohe Barospass war schon ein echtes Highlight. Es ist bereits später Abend und wir machen uns auf den Runterweg, um eine geeignete Unterkunft zum Übernachten zu suchen. Denn die dicken Wolken, die hier heute im Pindusgebirge hängen, versprechen morgen ziemlich viel Regen. Das gesamte Erscheinungsbild hier erinnert mich sehr stark an das im vergangenen Jahr besuchte Albanien. Autos findet man hier nur selten auf den Straßen, anstattdessen jede Menge Tiere, Kühe, Schafe, Ziegen und sogar Schweine. Als Fortbewegungsmittel muss auch mal ein Esel erhalten. Nach der wahnsinnig idyllischen Abfahrt finden wir im Bergdorf Pramanda ein Gasthaus. So Leute, Tag ist beendet. War jetzt richtig geil. Also der Barospass bis jetzt mein fahrtechnisches Highlight. Ich hätte da oben echt ausflippen können. Das hat so krass ausgeschaut. Also Barospass 1 mit 5 Sterne. Absolutes Highlight in Griechenland. Ja, Wetter ist ein bisschen ungemütlich. Könnt heute Nacht auch pissen. Es stürmt wie Hölle. Wir sind hier so im niedlichen kleinen Bergdorf. So ein kleines Apartment. Direkt an der Straße. Richtig schick. Hier stehen die Bikes und hier feinste Bergkulisse. Und eine kleine Kneipe finden wir auch noch. So, guten Morgen Leute. Wetter schaut halt nicht so optimal aus. Ist pisst. Von bisschen Regen lassen wir unsere Laune nicht trüben und schwingen uns wieder auf die Bikes. Kurz darauf verschont uns das griechische Wetter auch schon wieder. Und so entsteht hier bei trockenem Asphalt ein wahnsinnig genialer Eindruck. Absolut mystisch, wie die Regenwolken tief im griechischen Pindusgebirge hängen. Wenn man Griechenland in irgendwelchen Reisemagazinen oder sonst was sieht, dann wird das ja ein ganz anderes Griechenland präsentiert, wie das, was wir hier erleben. Ja, hier schiebt es Berge hoch, abnormal, hier hinten schon wieder so einer
Also, hätte ich ja nie so erwartet hier. Es schaut einfach richtig krass aus. Das Hinterland, das Bergland, das Pindosgebirge hier, absolute Eins mit Stern. Da kann nicht mal der Regen und der Sturm was dran ändern, weil es einfach nur krass aussieht. Alter, griechische Bergkulisse. Hey, Lost Place in Griechenland. Alte verlassene Staumauer. Keine Ahnung, was hier für einen Sinn hat. Da mal früher ein Stausee war, vor langer, langer Zeit. Aber die Gegend hier gerade, auch mit dem Nieselwetter, das ist gerade so richtig mystisch irgendwie. Richtig cool. Also der alte Stausee hier kriegt auf jeden Fall ein Like von mir. Geil. Ja, der Mesokora-Damm war schon ein echtes Highlight, richtiger Lost Place in Griechenland. Danach schwang das Wetter etwas um und es regnete stark. Wir beschlossen, weiter an die Küste zu ziehen, wo uns wieder Sonne erwarten sollte. Und der Wetterbericht hat uns auch nicht enttäuscht. Meter um Meter, wo wir näher ans Meer kommen, macht der Himmel immer weiter auf. Mega gut gelaunt, den Regen endlich hinter uns gelassen zu haben, kommen wir hier in der sagenhaften Region um Mittelgriechenland heraus. Das gesamte Landschaftsbild wie auch die Vegetation ähneln hier schon viel mehr dem Griechenland, das man aus Prospekten kennt. Tiefe Schluchten und wilde Flüsse werden hier eingetauscht gegen Palmen und Olivenhaine. Ja, und genau hier wollen wir heute übernachten. Jo, jetzt hat man zwar ein bisschen Pech mit dem Wetter am Anfang, dafür hatten wir jetzt am Abend umso mehr Glück. Wir haben einen richtig coolen Campingplatz gefunden, ne? Direkt an der antiken Stätte Delphi, da werden wir morgen früh dann gleich hingehen. Und wir haben hier den besten Platz ergattert, direkt ganz vorne an der Terrasse mit Aussicht bis ins Meer hinter. Camping Delphi, absolut erstklassige Empfehlung von mir. Man kocht sich was Schönes in seinem Gaskocher und trinkt dazu ein einheimisches Bier und genießt die Aussicht. Boah. So, guten Morgen Leute vom wunderschönen antiken Delphi. Da werden wir jetzt auch gleich hinfahren, so eine alte Ruinenstätte vom antiken Griechenland. Und nach dem Delphi geht es dann heute auf Peloponnes und hoffentlich das erste Mal so richtig Offroad dann heute. So schaut der weitere Plan aus, genau. Also, cheers. Nachdem wir uns etwas frisch gemacht haben, lassen wir die Zelte stehen und fahren in Zivilklamotten zum 3 Kilometer entfernten Delphi. Ja, also, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das sind so ziemlich die einzigsten bis jetzt hier. Ich kann mir vorstellen, dass hier nachmittags mehr los ist. Krasses Zeug hier. 2500 Jahre alt. Wahnsinn. Das im 8. Jahrhundert vor Christus gegründete Delphi war einer der wichtigsten Orte im antiken Griechenland. Der Apollo-Tempel hier wurde als Zentrum der Welt betrachtet und beinhaltete das Orakel von Delphi. Kein Herrscher oder Heeresführer in der antiken Welt traf eine Entscheidung, ohne vorher mit dem Orakel gesprochen zu haben. In Delphi gibt es außerdem noch eine gut erhaltene Arena und ein Stadion. Hier wurden die Pythischen Spiele abgehalten. Es waren nach den Olympischen Spielen die wichtigsten in der griechischen Antike. So, hier das Stadion. Da war schon ordentlich was geboten hier früher. Also wenn man hier so durchläuft und sich vorstellt, wie die Leute hier vor 2500 Jahren schon gelebt haben, das ist echt spannend. Also ich bin ja beim besten Willen kein Museumsgänger, aber das hier haut mich echt um. So richtig krasse Skulpturen machen die. Hier die ganzen Verzierungen. Da hinten waren Bilder, wie das Delphi früher aussah. Der absolute Hammer, ey.
Delphi wurde übrigens erst im 19. Jahrhundert entdeckt und wurde 1987 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Und ich bin wirklich nicht der klassische Sightseeing-Typ, aber ein Besuch in Delphi ist Pflicht. Absolut cool, was es hier zu entdecken gibt. Was die Menschen hier in der Antike schon geschaffen haben, hat mich echt beeindruckt. So, zurück am Camp. Schnell abbauen. Und dann wird es Zeit, dass wir die Fastrums endlich mal artgerecht ausführen. Heute steht noch der ACT in Peloponnes an. Hoffen wir, der Weg klappt. Und so machen wir uns auf und verlassen das griechische Festland, um die Halbinsel Peloponnes anzusteuern. Der Weg hier führt zunächst gute 50 Kilometer über die wunderschöne Küstenstraße 48. Hier machen wir nochmal einen kurzen Abstecher zum Offroad üben und kommen an einem wunderschönen Leuchtturm raus. Nach einem witzigen Gespräch mit der Küstenwache hier machen wir uns wieder auf den Weg. Ab zum ACT Peloponnes. Auf die Halbinsel kommt man von dieser Seite über die Rio-Andrio-Brücke. Das spektakuläre Bauwerk stimmt einen schon ein auf das, was die nächsten Tage kommt. So, hier ist der Abzweig zum ACT. Vierten Tag in Griechenland. Jetzt haben wir mal eine Offroad-Strecke erreicht, die guten Belag hat und die auch richtig Bock macht. Noch gepaart mit Aussicht bis ans Meer runter. Aber wir haben halt ein bisschen harte Verhältnisse. Also es stürmt und nieselt schon wieder leicht. Und wir haben jetzt hier auf 800 Meter schon wieder plus 10 Grad. Das ist echt heftig. Also Griechenland verlangt uns hier alles ab. Hey. Ja, der folgende 80 Kilometer lange Offroad-Track verlangte uns einiges ab. Doch für mich war es das mit Abstand größte Highlight auf unserer gesamten Griechenland-Reise. Geile Aussicht, ey. Was die Brücke auf Peloponnes rüberführt. Dicke Wolken hängen drin im griechischen Bergland. Nach einem recht humanen Einstieg wird die Strecke nach ungefähr 5 Kilometer erst richtig interessant. Und das geht landschaftlich genauso wie fahrtechnisch. How many ways can I show you?
So, wir haben uns bereits hochgeschraubt auf über 1500 Meter und sind hier kurz vor der Passhöhe. Auf dem Weg haben uns große lose Steine, die immer wieder zu Unterbodenkontakt führten, schon zu schaffen gemacht. Doch die letzten 200 Höhenmeter bis auf 1,7 hoch waren echt hardcore. Man sieht es auf dem Video mal wieder nicht, aber die Steigung hier war wirklich brutal. Solche steile Offroad-Wege kannte ich bisher nicht und dann noch der lose, grobe Untergrund dazu verlangte unseren vollbepackten V-Stroms alles ab. Dazu noch Sturm, Kälte und Nebel machten den Abschnitt hier zu einem wahren Abenteuer. Alter Falter, ey. Die Strecke hat's in sich. Kurz vorm höchsten Punkt hier richtig zäher Belag. Die ist deutlich schwieriger wie Tet in Albanien oder Ligurische Grenzkampfstraße. Extrem anspruchsvoll jetzt hier. Und Aussicht ist aber echt krass. Okay, jetzt zieht gerade eine Wolke rein. Da unten ist das Meer. Und wir sind jetzt dann gleich auf über 1700 Meter. Aber der Belag hier, der ist echt zu hart. Ey. Also so sehen hier die Straßen aus, extrem steil, sieht man auf dem Video nicht so, aber geht richtig brutal hoch. Und da unten ist Meer. Hier unsere V-Stroms. Kollege Tobi, der zuvor übrigens noch nie Offroad gefahren ist, schiebt sich langsam aber stetig den Berg hoch. Echt Hammerleistung. Ach du Scheiße, also der Belag ist wieder besser, aber teilweise stürmt es wie Hölle. Das ist ein Abenteuer hier. Auf der Passhöhe angekommen, geht der Untergrund in zentimeterdicken Schlamm über. Hier entscheidet nicht mehr der Fahrer, wo das Motorrad hinfährt, sondern das Motorrad selbst. Trotz Stollenreifen ist die Traktion hier gleich null. Geradeaus macht die Drifterei schon fast Spaß. Doch bei uns wächst die Sorge, was ist, wenn der Runterweg denselben Belag hat. Bergab wäre das viel zu riskant mit unseren Motorrädern zu wagen, aber umdrehen kommt eigentlich auch nicht in Frage. Jetzt bräuchten wir hier oben dringend die Information, wie der weitere Belag ausschaut, und da senden uns die griechischen Götter ihre Hilfe. Slipper. Weiter? Gut oder schlecht? Προς τα πέρα πιστεύω είναι καλύτερο, πιο καλά. Προς τα πέρα, για να βγείτε κάτω, να βγείτε πάτρα κάτω. Δεν έχει πέρα, είναι καλό πέρα. Είναι good πέρα, είναι καλό. Πέρα, ναι, είναι καλό. Also alles gut, sagt er. Okay, dann weiter geht's. So, der Ziegenhirte mit seinem Mofa hat gesagt, der Weg wird wieder besser. Weiter unten. Schauen wir mal ab, wie weit unten. Hier ist fast unfahrbar. So, wir senken jetzt mal ein bisschen den Reifendruck. Wir hoffen, dass wir mehr Grip bekommen. Aber Gott sei Dank, der Ziegenhirte mit dem Mofa, der genauso schnell im Nebel verschwand, wie er auftauchte, hatte recht behalten. Das Schlammstück endet bald und wir haben wieder Grip. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let
So, wir sind wieder unten in besseren Gefilden. Das sah zeitweise echt so aus, als würde man nicht mehr runterkommen. So, dafür hat sich der Tobi jetzt ein Prüfsiegel verdient. Jawohl, wir haben es geschafft! Greenland, du hast uns nicht geschafft! Die tiefstehende Abendsonne im Nacken und überglücklich machen wir uns in dieser genialen Landschaft auf die Suche nach einem Übernachtungsplatz. Auch wenn die befahrene Route teilweise echt anspruchsvoll war, so war der ganze Tag gespickt von Highlights. Und der beste Abschnitt des ACT folgt erst noch, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist bereits kurz vor 9 Uhr und die Sonne ist schon hinter den Bergkämmen verschwunden, als wir ein schönes Plätzchen zum Nächtigen finden. Doch die lange Suche hat sich gelohnt. Der Schlafplatz hier fällt definitiv in die Kategorie absolut mehr als genial. Und so wird als erste Amtshandlung hier natürlich die erste Dose Bier geköpft, die wir über den kompletten ACT spazieren gefahren haben. Ja, das sind Momente wie aus dem Biker-Bilderbuch. Bier, Wein und sämtlichen anderen Proviant mussten wir übrigens noch vor dem Einstieg auf den ACT am frühen Nachmittag besorgen. Denn danach kommt keine Einkaufsmöglichkeit mehr. In dieser absolut atemberaubenden Kulisse bauen wir unser Lager auf und verbringen hier einen lustigen Abend mit bester Aussicht. So Leute, ich bin hier in meinem Zelt. Da war ziemlich lustig. Vor allem wegen den Geschichten vom ACT heute mit dem griechischen Mofa-Fahrer mitten am Berg. Ja, da hinten hat vorhin ein Rudel Wölfe geheult. Drück mal die Daumen, dass nichts passiert und gute Nacht. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Ja, so habe ich mir Greenland vorgestellt. Früh morgens um 9 brennt schon die Sonne auf den Kopf. Wir sind hier auf über 1000 Meter, aber es ist schon angenehm warm. Und allgemein der Tag gestern, also die 50 Kilometer lange Offroad-Strecke ACT und der Wildcampplatz hier, eine 1 mit 5 Sterne. Also gestern bis jetzt der beste Fahrtag und der Wildcampplatz hier mehr als genial. Ringsrum einsame Bergkulisse, so liebe ich das. Lager ist abgebaut, wir schwingen uns jetzt auf die Bikes und dann freuen wir uns auf den zweiten Teil vom ACT. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm in this place. I'm taking 6 shots to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Jo, heute läuft's. Hat schon über 20 Grad, in der Früh um 9:30. Die Sonne knallt richtig auf den Schädel und richtig geiler Untergrund, macht richtig Laune heute Morgen schon. Da darf natürlich Sonnencreme im Gepäck nicht fehlen, sonst wird die Rübe unterm Helm schnell rot. Wir fahren weiter auf die zweite Hälfte des ACT, noch nichts ahnend, dass der Abschnitt heute noch genialer wird als der vergangene gestern. Gleich am Morgen steht hier eine Flussdurchquerung an, die mit unseren schweren Maschinen lieber bei langsamem Tempo gefahren wird. Das große Problem der V-Stroms ist nämlich die geringe Bodenfreiheit und wenn man im Fluss nicht genau sieht, wie groß die Steine sind, kann man hier schnell mal Bodenkontakt und Kontrollverlust erleben. Da riskiere ich so weit weg von zu Hause lieber wieder nasse Stiefel. Ich liebe es, Flussdurchfahrten.
den restlichen Tag wieder mit nassen Schuhen. Was ist denn da rauskommen? Ein Krebs! Ein Krebs. Kommt der in meinen Stiefel. So, weiter geht es mit nassen Socken, dafür ohne Meeresfrüchte im Stiefel auf den besten Abschnitt des ACT Peloponnes. Los geht es hier in einem wahren Blumenmeer. Die mit 21.500 Quadratkilometer nicht ganz kleine Halbinsel hat übrigens nur 1 Million Einwohner. Und die befinden sich, wie so meist, eher in den Küstenregionen. Das heißt, hier im mittleren Bergland hat man allerhöchste Einsamkeit. Alter, eine Landschaft wie gemalt, ey. Wahnsinn. Auf solchen Offroad-Strecken navigiere ich übrigens immer mit der App Bergfex. Das ist im Ursprung eigentlich eine App für Wanderer und Radfahrer. Doch ich finde sie auch zum Motorradfahren gerade im Offroad-Bereich bestens geeignet. Denn es gibt europaweit keinen Trampelpfad, die App nicht kennt. Weitere Vorteile sind Offline-Navigation und der Import von GPX-Tracks. Das heißt, auch Biker, die im Navigieren vielleicht nicht so talentiert sind, können mit meinen Tracks und dieser App meine Touren ganz leicht nachfahren. Man muss dafür nur den Track aus der Videobeschreibung erwerben, Bergfex anschmeißen, die Route importieren und losfahren. Und dann könnt ihr diese wunderschönen Orte hautnah live erleben. Wir befinden uns mittlerweile auf dem absolut genialsten Abschnitt dieser Offroad-Strecke. Nirgendwo vorher konnte ich in meinem Motorradleben so genial über grün bewachsene Bergkämme fahren. Bisher kannte ich Täler und Pässe, aber hier fährt man wirklich von einem Gipfel zum nächsten, direkt auf der Kante. Das fand ich schon absolut genial und das war von dem ACT Peloponnes, der eh schon mein größtes Highlight auf Griechenland war, nochmal das Highlight der Strecke. Da bleibt natürlich nichts anderes übrig, als diesen Tourenabschnitt mit einer 1 plus 5 Sterne zu bewerten. Kurz vor dem Ende kommen wir überglücklich an dieser wunderschönen Kapelle raus und genießen nochmals den Rundumblick. So, den ACT haben wir hinter uns. Für mich die längste und landschaftlich schönste Offroad-Strecke, die ich je gefahren bin. Belag war zum größten Teil auch richtig spaßig, außer gestern am Abend, da es dann so neblig war, da war es zeitweise ein bisschen grenzwertig für unsere Maschinen. Und ich bin richtig happy, war richtig krass, richtig geile Strecke. Also kann ich nur empfehlen. ACT Peloponnes, da hat Touratech was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Hey. Ja, wir kommen jetzt dann wieder auf Asphalt, werde den Reifendruck wieder erhöhen. Zum Reifen aufpumpen habe ich mir hier vor der Tour bei Luis noch einen Kompressor geholt und den werden wir jetzt mal ausprobieren. Ja, haben wir schon abgesenkt. 2 Bar sind da drin. Nein, können und 2,5 dran sein. Hat aber nicht so viel raus. Bei 2,6 anstatt 2,9. So, wenn man den ACT dann geschafft hat, kann man hier in der Kapelle dem lieben Herrgott danken, dass man heil wieder runtergekommen ist. Von der Kapelle aus geht es noch ein paar hundert Meter weiter Offroad und dann kommen wir nach über 24 Stunden zum ersten Mal wieder auf Asphalt raus. Und was für ein Asphalt! Hier im Hinterland von Peloponnes jagt eine Kurve die nächste und wir spüren zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke. So wunderschön wie es hier ist, könnte man einen ganzen Urlaub auf dieser Halbinsel verbringen. Doch wir haben etwas Zeitdruck im Nacken und schieben uns über die Autobahn zu unserem nächsten Highlight. Es ist der spektakuläre Kanal von Korinth.
Und wenn nicht gerade wie an diesem Tag Wartungsarbeiten stattfinden, dann fahren hier täglich bis zu 30 Schiffe durch den 84 Meter tiefen und 6,5 Kilometer langen Kanal. So sparen sie sich je nach Route einen etwa 600 Kilometer langen Umweg um Peloponnes. Von Korinth wäre es nur noch ein Katzensprung zu Griechenlands Hauptstadt Athen. Wer diese besichtigen möchte, kann sie gerne von hier aus ansteuern. Wir sind uns jedoch einig, dass wir die morgendliche Ruhe und Einsamkeit auf dem ACT heute nicht gegen Großstadtfeeling tauschen wollen. Und so steuern wir am späten Nachmittag ein weiteres Highlight auf der Halbinsel an. Jetzt sind wir hier in der antiken Klosterstätte Mystra. Schaut wieder richtig cool aus hier. Motorradklamotten haben wir abgelegt. Wir haben hier in der Nähe schon auf dem Campingplatz gerade das Zelt aufgestellt. Sind jetzt in Zivil hergefahren und können jetzt hier mit leichter Bekleidung ein bisschen durchlatschen. So, wir sind wahrscheinlich die Letzten hier. Aber schaut schon wieder richtig cool aus. Die haben den ganzen Berg hier voll mit Klöster gebaut. So, UNESCO-Weltnaturerbe. Und ähnlich wie das antike Delphi, wo wir gestern waren, eine richtig coole Sehenswürdigkeit hier in Griechenland. Die mittelalterliche Ruinenstadt Mystras ist eine der aufregendsten und dramatischsten Orte, die Peloponnes zu bieten hat. Bis zu 20.000 Menschen sollen hier einst gelebt haben. Die byzantinische Ruinenstadt hat ihre Ursprünge im 4. Kreuzzug vom 13. Jahrhundert. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sie sich zum kulturellen Zentrum von Moria, so hieß Peloponnes im Mittelalter. Wer diesen magischen Ort auch für sich allein genießen möchte, der sollte früh am Morgen oder wie wir spät am Abend kommen. Aber man muss ja ein bisschen Zeit mitbringen, denn wenn man von ganz unten bis ganz oben läuft, sind das 300 Höhenmeter Anstieg. Das wäre auch in voller Motorradkluft nicht sehr angenehm, deswegen rentiert es sich, den Campingplatz in der Nähe aufzusuchen und in Zivilklamotten hierher zu kommen. Ein Besuch hier ist aber auf jeden Fall Pflicht. Genau wie im antiken Delphi war ich hier absolut positiv überrascht. Selbst ein Kulturbanause wie ich wird hier aus dem Staunen nicht mehr herauskommen und findet um jede Ecke ein noch besseres Fotomotiv. Wir haben den Park gerade mal 1,5 Stunden vor Schließung betreten und haben es trotzdem geschafft, bis ganz zum Gipfel hochzukommen. Ha, wir haben es geschafft. Komplett nass geschwitzt. Sind eine halbe Stunde jetzt komplett den Berg hoch. Das Motorrad steht da unten an der Straße. Über 300 Höhenmeter. Aber die Aussicht ist brutal. Also die Highlights in Griechenland. Oh, richtig, richtig cool. Schwer zu toppen. Und hier so ein bisschen Geschichte und Architektur. Da kann man, glaube ich, nicht an viele Orte der Welt coolere Sachen finden wie in Griechenland. So, wir haben ganz da unten geparkt und hier die ganzen Stätten so abgelaufen hoch. Ist ganz hoch. Aber es gibt auch einen Parkplatz hier. Da hat man dann deutlich weniger Anstieg. Zurück auf dem Campingplatz fallen wir bald auch schon müde ins Zelt. So, guten Morgen Leute. Gestern sind wir mal um 10 Uhr schon ins Bett, anstatt wie die letzten Nächte um 1. Dementsprechend fit fühle ich mich heute auch. Akku ist wieder voll. Wir sind hier übrigens auf dem Castle View Campingplatz. Von hier sieht man direkt das obere Kloster von Mystras, wo wir gestern waren. Ansonsten ist der Campingplatz eher unspektakulär, aber die Ausgangslage für Mystras ist sehr gut. So, das Camp ist abgebaut. Sonne scheint, geil warm. Wir starten in Richtung Zakynthos-Fähre. Doch bevor es in Richtung Zakynthos geht, befahren wir noch nach dem Baros-Pass, das zweite ganz große asphaltierte Highlight auf unserer Griechenlandreise. Es ist der Langada-Pass, der von Sparta nach Kalamata führt. Der Pass ist zwar nur knappe 1400 Meter hoch, doch die Landschaft und die Streckenführung ist so spektakulär, als wäre die Straße speziell nur für Motorradfahrer gebaut worden.
Jo, die Strecke war mal genau nach meinem Geschmack. Also wenn ich eine Straße bauen würde, dann genau so wie die hier. Also die Strecke 1 mit Stern. Mir komplett alleine, Kurven ohne Ende, Aussicht mega geil. Also für mich nach dem Baros-Pass die beste asphaltierte Strecke hier auf Griechenland. Sonne knallt, ist geil warm, Asphalt griffig, hammermäßig, ey. So muss das laufen. In Kalamata haben wir den südlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Wir fahren ab hier wieder weiter in Richtung Norden und besuchen die antike Ruinenstätte Messene. Hier gab es nochmal antike Architektur hautnah zum Anfassen. Schmale und kurvenreiche Strecken genau nach meinem Geschmack sind für uns der Abschluss auf der Halbinsel Peloponnes. Und als Resümee muss man schon sagen, die Gegend hier hat alles zu bieten, was man sich für einen Motorradurlaub wünschen kann. Geniale Offroad-Strecken, aber auch Asphalt wie aus dem Bilderbuch, hohe Berge, tiefe Schluchten und eine sagenhafte Vegetation. Und das Ganze noch gepaart mit einer unglaublich ereignisreichen Vergangenheit, die bis zurück zur Antike führt. Wie zum Beispiel hier die antike Stätte Olympia, die auch die Geburtsstätte der Olympischen Spiele ist. Schon 3000 Jahre vor Christus siedeln hier Menschen an. So, ich würde sagen, wir haben Peloponnes mehr als gerockt. Für uns wird es Zeit, die Halbinsel zunächst zu verlassen und wir fahren weiter auf die Insel Zakynthos. Das geht am besten mit der Levante Ferries für 50 € für Mann und Maschine. Die Überfahrt dauert ca. 1,5 Stunden. Auf der Fähre buchen wir spontan ein Hotel in der Ortschaft Laganas, die ziemlich nah am Hafen liegt. Mit bester Laune und Sonnenschein kommen wir hier am Ballermann von Griechenland raus. An der Hauptstraße hier fährt man erstmal entlang von Cocktailbars, Kneipen und Diskotheken. Wir haben jetzt im Hotel eingecheckt und jetzt gehen wir mal was essen und schauen, was hier so abgeht. Also hier ist, glaube ich, sowas wie der griechische Ballermann. Hier hinter mir ist eine Disco. Ein Riesengebäude. Die ganze Straße voller Clubs. Schaut ganz lustig aus. Der Abend könnte lustig werden. Ey. Ja, Laganas ist der völlige Kontrast zu allem anderen, was wir bisher auf Griechenland erlebt haben. Absolut verrückt, was hier in der Nacht abgeht. So, guten Morgen aus Zakynthos. Hier geht die Sonne langsam auf über dem Pool. Und wir werden uns jetzt dann gleich wieder auf die Bikes schwingen und die Insel erkundschaften. So, auf Zakynthos ist strahlend blauer Himmel. Wir hatten gestern eine etwas harte Nacht, ziemlich lange gefeiert. Hier geht's richtig ab, wie am Ballermann, ey. Und jetzt werden wir mit dem Motorrad die Insel mal ein bisschen abfahren. Denn das nächtliche Treiben hier war ganz nett, aber definitiv nicht der Grund, warum wir nach Zakynthos gefahren sind. Die Insel ist das absolute Urlauberparadies. Hier reiht sich ein Traumstrand an den nächsten. Der erste, den wir ansteuern, nennt sich Xikia. Jo, 7. Tag auf Griechenland. Jetzt endlich mal ins Meer hüpfen. Was für ein schöner Strand hier. Wir haben jetzt die dicken Highlights von Zakynthos noch gar nicht gesehen. Aber ich muss jetzt schon sagen, hier ist mal richtig geil. Also wer nach Griechenland fährt, die Fähre nach Zakynthos, die rentiert sich auf jeden Fall. Also so schöne Buchten und Strände, die sucht man auf dem Festland ja vergebens. Sonne knallt, es ist richtig geil hier.
So, wenn man anstehen muss zum Fotos machen, dann ist man am Shipwreck Beach bzw. am Viewpoint darauf. Also das Highlight auf Zakynthos war für mich auch der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Und schauen wir mal, ob wir da noch ein Foto erhaschen können. Also wer hierher kommt, unbedingt am Parkplatz ein Stück weglaufen. Also nicht da die Fotos schießen, wo man anstehen muss auf der Terrasse, sondern hier hinterkommen. Da ist wenig los und man hat eine richtig geile Aussicht. Ein kleiner Trampelpfad hier. Hier ein paar Menschen, aber nicht viele. Und ich verspreche euch, wenn sich zum ersten Mal der Blick aufs Shipwreck eröffnet, dann bleibt euch die Spucke weg. Das schaut richtig krank aus, ich zeig's euch mal. Das 1980 gestrandete Schmugglerschiff ist das absolute Touristenhighlight auf Zakynthos. Die Klippe, auf der ich hier laufe, ist aber mittlerweile gesperrt, da es hier zu 4 Todesfällen kam. Also ich habe keine Höhenangst, aber hier zum Klettern ist ein bisschen spooky. Der Shipwreck Beach ist aktuell gesperrt, weil es hier vor 2 Jahren schon Felsstürze gab. Und wenn man dann hier oben so ganz knapp an die Kante geht zum Fotografieren, da hat man ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Aber das schaut hier sowas von fucking cool aus. Das ist echt der Hammer. Also ich glaube, das ist der schönste Instagram-Hotspot, an dem ich bis jetzt war. Nicht nur auf Bildern schön, sondern auch in live. Also, Video ist unbearbeitet. Das Wasser ist wirklich so strahlend leuchtend blau, wie es jetzt hier aussieht. Absolut krass. Zakynthos ist mit einer Größe von 40 auf 20 Kilometer die 10. größte griechische Insel. Und obwohl sie deutlich touristischer ist als alles andere, was wir bisher in Griechenland gesehen haben, findet man hier nichtsdestotrotz einsame kleine schmale Straßen zum Cruisen. Ja, wie schön ist Griechenland? Ich würde sagen, 1 mit 10 Sterne. Zakynthos, alter Schwede, ich cruise hier im T-Shirt den ganzen Tag schon rum. Es hat 26 Grad, das ist turbo angenehm. Und schaut einfach richtig, richtig schön aus hier. Immer wieder richtig krasse Ausblicke, wie jetzt zum Beispiel den hier. Der Oberhammer, ey. I love Zakynthos. Ja, es waren Aussichtspunkte wie der Plakaki Viewpoint, die mich zu der Entscheidung gerungen haben, Zakynthos zu besuchen. Denn von allen schnell mit der Fähre erreichbaren Inseln Griechenlands hat Zakynthos für mich die meisten Highlights zu bieten. Neben den großen Sehenswürdigkeiten Blue Caves und Shipwreck gibt es hier noch zahlreiche Aussichtspunkte, die einem fast den Atem rauben. Der nächste ist hier schon wieder der Scenetic Viewpoint, der seine 4,9 von 5 Sterne auf Google Maps wirklich verdient hat. Zakynthos. Ein krasser Ausblick nach dem anderen. Wahnsinn. Nach guten 120 Kilometer ist unsere Rundfahrt auf Zakynthos auch beendet und wir verbringen den Abend in Laganas mit heimischen Speisen und Getränken. So, guten Morgen von Zakynthos. Wir sind jetzt hier schon im Hotel ausgecheckt und bis zur Fähre wieder gefahren. Bikes stehen da. Und fahren jetzt zurück aufs Festland. Da haben wir dann jetzt noch 2 Tage Zeit wieder hoch zum Fahren nach Igoumenitsa.
wo dann unsere Fähre nach Hause wieder losgeht. Mit der Levante Ferries verlassen wir Zakynthos genauso schnell, wie wir rübergekommen sind. Doch der Besuch hat sich hier definitiv rentiert. Die Abende in Laganas und die megamäßige Landschaft der Insel hat uns echt überzeugt. Nach ein paar Autobahnkilometer verlassen wir nun auch Peloponnes wieder über die Rio-Andirio-Brücke und befinden uns auf dem griechischen Festland. Von hier geht es weiter, wieder einsam und verlassen, auf idyllischen Wegen zum größten See Griechenlands. So ist es schon wieder mehr nach meinem Geschmack. Raus aus der Zivilisation und wieder rein in die Bergwelt. Wir sind hier am Trichonida-See, größter natürlicher See von Griechenland. Liegt hier ultra idyllisch in den Bergen. Hey. Und Ruhe pur. Nichts los hier. Das ist echt der Hammer. Am Ostufer des 18 x 7,5 Kilometer großen See gibt es eine relativ coole Offroad-Strecke, die direkt am Wasser entlang führt. Da geradeaus am Ende des Sees der Himmel gar nicht so wild aussieht, haben wir uns auch nichts gedacht, als ohrenbetäubender Donner durch den Helm drang. Doch kurze Zeit später kam hier ein tropenartiger Regenschauer vom Himmel. Es blitzt und donnert im Sekundentakt und obwohl ich eine wasserdichte Kombi anhab, dringt mir der Regen durch jede Ritze bis auf die Unterhose. Leck mich fett. So eine Scheiße. Hier geht gerade übelst die Welt unter. Und wir sind in so einem Offroad-Stück gefangen. Keine Unterschlupfmöglichkeit. Aber hier schnell wunderlich lange rausgeholt. Weil unter dem Baum stehen ist auch nicht so gut, wenn es blitzt und donnert. Und wir schnell abwarten, bis der Weltuntergang vorbei ist. Aber da die Wildbäche, die sich hier langsam links und rechts der Straße bilden, immer größer werden, entscheiden wir uns doch lieber wieder loszufahren. So schaut der Himmel in Griechenland aus über den Bergen. Und so über dem Meer. Unser eigentlicher Plan war hier auf dem Heimweg zur Fähre nochmal eine Offroad-Strecke im Pindusgebirge in Angriff zu nehmen. Doch da die langanhaltenden tropischen Regenschauern hier in den Bergen mit einstelligen Temperaturen einhergehen, schmieden wir schnell einen anderen Plan. Obwohl ich nun wirklich kein Biker bin, der vor dem Wetter flüchtet, lässt uns Griechenland hier keine Wahl. Doch mit etwas Planungskompetenz, Landkarte und Handy findet sich hier schnell eine Alternativroute. Und was für eine! Auf absolut traumhaft gelegenen Küstenstraßen schieben wir uns hoch bis nach Igoumenitsa. Der Plan B sagt, wir checken hier auf dem schönsten Campingplatz der Gegend ein und fahren dann morgen ohne Gepäck auf ein Offroad-Stück an der griechisch-albanischen Grenze. Jo, was für ein cooler Campingplatz. Zelt direkt am Meer. Das gefällt mir. Also, Griechenland ist geschafft. So, heute gibt es mal wieder Nudeln. Und Bier. Und Aussicht. Jawohl. Der Campingplatz Elenas Beach war für mich mit dem in Delphi der beste auf Griechenland. Wir verbringen hier einen richtig coolen Abend direkt am Meer. So, guten Morgen vom wunderschönen Campingplatz Elenas Beach. Mal Kaffee kochen mit Aussicht. Geil. Der Morgen an unserem letzten Tag auf Griechenland beginnt sagenhaft mit einem Kaffee und Ausblick aufs Meer. Und als noch direkt vor unserer Nase ein Delfin aus dem Wasser taucht, steht für mich klar, dieses Land kommt in meine Top 3. Da die Fähre erst abends losfährt, nutzen wir hier aber noch den letzten Tag für ein geniales Offroad-Stück an der albanischen Grenze. Und das griechische Wetter ist wieder so, wie man sich's vorstellt. Jo, jeden das Grenzhäusle nach Albanien rüber. Das ist schon Albanien dann. Und wir haben jetzt hier den Einstieg vom TED Griechenland. Wetter schaut sehr freundlich aus bis jetzt. Belag auch. Was für eine wilde Romantik hier oben in den Bergen. Ich kann mir keinen besseren Abschluss für diese Tour vorstellen. Mit leichten Maschinen und gutem Belag cruisen wir hier ganz easy und genießen die Weitblicke. Nach ein paar Kilometer kommen wir an einen richtig coolen Lost Place, der hier von einem Rudel Jungrinder belagert wird.
So, Lost Place an der griechisch-albanischen Grenze. Schwer zu erreichen, die alte Kirche hier. Ja, gut, dass wir jetzt ohne Gepäck unterwegs waren auf dem TED. Da hat es jetzt richtig Laune gemacht. Jo. Junge. Alte verlassene Kirche. Ja, ihr kreucht's und fleucht's. Es ist gerade eine Schlange über den Weg gekrochen. Krasse verlassene Anlage hier. Ist riesengroß. Eine alte Klosterruine. Aber nur Offroad erreichbar. Deswegen keiner hier außer uns. Da wir uns heute mit allem viel Zeit gelassen haben, ist es schon bereits später Nachmittag und es wird Zeit für uns, endgültig die Heimreise anzutreten. Und so sind das hier unsere letzten Kilometer auf Griechenland. Mein Gott, was waren wir erleichtert, dass alles so genial geklappt hat. Jo, wir sind am Hafen von Igoumenitsa angekommen. Hier, wo vor 9 Tagen alles begann. Wir haben richtig krass viel erlebt. Die Tour für mich eine 1 mit Sternen mal wieder. Also ich würde sogar sagen, Griechenland eindeutig das schönste meiner bisher bereisten warmen Länder. Platz 1 und 2 sind natürlich immer noch Norwegen und Island, aber Griechenland definitiv das schönste warme Land, in dem ich bis jetzt war. Die Landschaft hier turbo vielfältig, turbo schön, die Berge wirklich krass da im Norden, Pindosgebirge, wirklich ganz anders wie erwartet. So ein Griechenland, wie man es noch nie irgendwo gesehen oder präsentiert bekommen hat. Richtig harte Gegend. Auch die Offroad-Passagen teilweise unfahrbar mit unseren Maschinen. Und dann Peloponnes, auch richtig schön mit mediterranen, bewachsenen Bergen, Palmen, Kakteen und so weiter. Zakynthos, Urlaubsparadies, Traumstrände, auch wie man es aus dem Katalog kennt, wirklich hammermäßig. Also die Kontraste so von Nord nach Süd und Insel, da war echt alles dabei. Deswegen Griechenland, dicken Daumen nach oben von mir und vom Tobi natürlich auch. Highlight Nummer 1 war auf jeden Fall der ACT auf Peloponnes. Für mich mit Abstand die coolste und längste und geilste Offroad-Strecke, die ich je gefahren bin. Dann, was gibt es noch zum Berichten? Die V-Stroms, die alte sowie die neue, natürlich alles wieder turbo gut gemeistert. Auch wenn die Offroad-Strecken hier richtig hart waren und richtig auch am Mensch und Material gezerrt haben, wir haben es trotzdem abgerockt. Fahrer und Maschinen sind heil. Wir sind fertig hier. Wir haben jetzt gute 3300 Kilometer auf der Uhr. Mit Heimfahrt wären es dann ein bisschen über 4000. Reifen haben wir ja gehabt, den Michelin Anarchy Wild. Richtig geiler Reifen, kann ich nur empfehlen. Also ich kann jetzt vor allem halt mit dem Heidenau K60 Ranger von letztem Jahr vergleichen. Hier der Reifen deutlich besserer Halt auf Asphalt. Wir sind wirklich auch auf die Teerstraßen Kurven gefahren, so wie es Spaß macht, also richtig reingelegt und hat nicht einmal gerutscht. Also kein Kompromiss auf Teer, kein Nachteil auf Teer und Offroad hat man Stollen dabei. Richtig gut. Kleiner Punktabzug. Muss man allerdings sagen, für die Laufleistung. Der Hinterreifen, der wird uns gerade noch so nach Hause bringen. Mit bisschen über 4000 Kilometer ist dann hier aber auch schon Ende im Gelände. Aber gut, irgendeinen Kompromiss muss man eingehen. Griechenland war geil. Ich werde sicherlich mal wiederkommen und jetzt geht's heim. Also, cheers! Griechenland ist gerockt! So, Igoumenitsa am Hafen. Letztes Bier auf Griechenland, dann geht's aufs Schiff. Und hier hinten geht auch der richtige Sonnenuntergang ab. Geil. Geile letzte Momente von einer geilen Tour. Ey. Jawohl, Ancona in Sichtweite. Geil. Jetzt heißt es da noch 800 Kilometer einwärts durchziehen an einem Rutsch.
Jo, geschafft. Ancona bis Augsburg, 800 Kilometer, 7,5 Stunden. Ne? Die Karre und ich sind fit. Schauen wir mal, wie der Reifen aussieht. Jo, wie schaut's aus? Ja, noch ein bisschen was da. So, das war's. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, lasst mir gern ein Like, Kommentar und vor allem ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal.